Moin Freunde, also mir ist eine Sache jetzt schon mal aufgefallen, was wir hier definitiv mal ändern müssen. Oder besser gesagt nur ich, weil das wird ganz schön eine Weile dauern. Nämlich das hier nochmal abbauen und irgendwie so drei, vier, ich glaube aber, wenn ich es mir so richtig gedacht habe, vier. Ja, vieles von denen können halt nicht mit wirklich großen Dinos sein. Aber ja, ungefähr muss ich den Mist in drei, vier kleinere Seen aufteilen, vor allen Dingen halt wegen, ja, der Sichtbarkeit. Ich habe das nicht mit einberechnet und das ist natürlich ein großes Fiasko sonst. Ich möchte halt nicht unbedingt 500 von den ja, Aussichtsplattformen, Kuppeln da drinne haben. Und irgendwie müssen wir wahrscheinlich noch hier hinten ja eine Ranger-Station hinpacken, weil die kommen nicht bis hier hinten hin. Zugleich können wir gleich mal das hier machen. Mehrere auswählen, weil ich muss unbedingt hier welche loswerden. Es sind so viele, dass es immer noch zwei verschiedene, ja, auswählen. Dass das immer noch zwei verschiedene Rudel sind und die, ja, verbrauchen so viel Zeug, dass es einfach sich nicht mehr lohnt. So, hoffentlich funktioniert es jetzt. Und die Teile sind nur noch eine Rudel. Oh, ich dachte, ihr seid mehr. Wieso meckert ihr dann rum wegen Nüsse? Oder ist das nur, weil ihr hier oben seid? Hier unten sind die ganzen Nüsse, da wart ihr zuvor. Und ihr hier habt Umweltprobleme, weil ihr zu viele einfach seid. Ja. Aber na gut. Jetzt kommen wir zum Eigentlichen in der Folge. Der Sumpf. Der wunderbare Sumpf, den ich schon mal vorbereitet habe. Es war ein bisschen, ja, nervend aufreibend, hier alles Mögliche hinzukriegen. Und das Beste wird eigentlich erst noch kommen, wenn wir unsere Tiere hier reinbekommen. Wir können nämlich direkt, was ich aber auch komplett vergessen habe, schon mal vorzubereiten, die ganzen Tiere hier, die ganze Genetik von denen. Einmal hier so und ja hier so viel wie möglich darauf wie geht eigentlich. Ja, hier nochmal Komfort. Gut. Ja, auf jeden Fall können wir hier schon mal die hier machen. Das Schlimmste wird eigentlich der Spino, muss ich ehrlich sagen. Weil er ist, ja, verbraucht sehr viel Fläche und der gibt eigentlich nicht allzu viel. Hier alles Schlechte mal wegmachen. Jetzt hier das wieder boosten. Ja, so. Einmal hier. So, Spino auch gleich mal reinhauen. Und dafür gleich alle meine Wissenschaftler aufbrauchen. Habe ich jetzt Baryonyx oder Sukumimus? Baryonyx habe ich. Jetzt fehlt noch der Sukumimus. So, okay. Ja, hier, ich möchte halt bitte schön ein paar buntere Farben zum Schluss haben. Nicht so die typischen. Oh, der hat aber eine scheiß Toleranz gehabt. Mamma mia, ey. So. Und dich hier. Und habe ich überhaupt noch genügend Leute? Ja, habe ich noch. Und das letzte Vieh, nämlich der Pflanzenfresser. Auch nochmal modifizieren. Das Schlimmste muss ich eigentlich... Oh, du hast natürlich auch wieder nichts mit... Ja, komm. Ein paar Upgrades jetzt hier rein. Fertig. Reicht das überhaupt aus? Oh, gerade so für alles. Gut. Jetzt mal bei den Fossilien vorbeischauen, was ich gerade noch so machen kann anscheinend. Der Wissenschaftler passt perfekt. So, ja. Jetzt bin ich nämlich auch am Überlegen, ob ich den Spino oder die Sukumimusse hier reinmache oder nicht. Und ich bin halt auch noch nicht so hundertprozentig fertig mit Gestalten. Ich bin gerade erstmal bis hierhin gekommen, die Seite. Weil, ja, es braucht echt eine Weile, alles zu gestalten. Aber währenddessen kann ich schon mal so zeigen, wo ich so ungefähr bin. Und die Seilbahn. Die hier Einschienenbahn muss ich unbedingt nochmal ein bisschen mehr, ja, mit, wie nennt sich das? Kurven und so, ja.
halt ein bisschen mehr engere Kurven und so vielleicht bauen. Ich muss das halt dann auch anpassen hier überall und muss definitiv noch ein paar mehr Stationen irgendwie hier hinbauen. So, die Seite hier würde ich aber am liebsten so lassen. Das passt eigentlich relativ gut. Also ja, wir sind zumindest diese Seite hier relativ gut inzwischen fertig. Wir wollen zwar jeden Dino haben, aber ja, wird wahrscheinlich nicht unbedingt so gut werden. Wollt ihr mich verarschen? Aggressiv, euch beide kann ich nicht gebrauchen. Ach nee. Der hier, ja, der geht noch. Hier, dich kann ich nicht gebrauchen. Ein Menschen und ich mach mal bitte schön einen hier weg. Warte mal, du hier wirst mein Menschen. Hier und nochmal euch hier. Bei euch ist es ja eigentlich mir relativ egal. So, hier machen wir das mal. Warte mal, eine Sache wollte ich noch machen, nämlich irgendeine Langheit. Hast du das hier? Info? Ja, du brauchst das Sumpf. Genau, du oder irgendeiner noch. Der Tretno, du hier hast keinen Sumpf gebaut. Hm, du hier auch keiner. Der Apato war, glaube ich, Sumpf, aber den habe ich schon relativ... Obwohl, nee. Apato nicht. Brarium mache ich nicht in Sumpf. Gut. Ich würde dann, glaube ich, eher den Tretno in den Sumpf machen und den Diplodocus, weil das sich relativ gut mit sehr vielen versteht, oben hin. Er hier versteht sich eigentlich auch so gut wie mit allen. Aber na gut, nee. Ich mache ihn schon runter. Weil der Diplodocus soll echt ein bisschen mehr im Rampenlicht stehen. So, Merkmale. Du bist scheiße zu allem. Ich weiß, ich weiß. Was? Hier, bitte. Oh, warte. Hier 75, 75. Kann ich noch irgendwie? Ja, komm. Machen wir mal das. So. Jetzt kann ich definitiv dich hier mal machen. So, Eier brüten aus und ich muss mir überlegen, wo ich überhaupt alles hinpacke. Der große Bereich hier wird definitiv für die Pflanzenfresser werden. Jetzt mache ich den Spino hier hin und die Sukumi muss dahin und ich müsste ja noch die Utahraptoren und so irgendwie da unten hin machen am besten. Was ich gerade komplett einmal verpennt habe. Oder waren es die Utahraptoren? Ich weiß es gerade nicht. Ich bin auch am Überlegen, hier noch so eine zweite Sumpfebene dann hier auf die ja, Seite hier drüben reinzuziehen und den Fluss hier dann noch irgendwie so leicht lang zu führen. Ich muss wirklich sagen, mir gefällt es eigentlich so relativ schön inzwischen. Ja, aber der Park wird doch langsam fertig. Langsam aber sicher. So, den Baryonyx, ja. Ich mache es einfach, weil die so viele sind dahin. Und das ist nur einer geworden. Das wird doch 100 Pro nicht reichen. Aber wir können jetzt mal bei den Fleischfressern noch ganz, ganz schnell nachsehen. Fleischfresser. Dich habe ich schon. Dich habe ich noch nicht. Hier, Filter. Erstmal mächtig große. Giga, du. Ich muss ich oben hinstellen. Du hier bist ein Weideland. Okay. Mittlere Viecher. Ich glaube aber hiervon war nichts wirklich mehr Sumpf. Kano war ja... Ah, der Kano ist Sumpf. Der verträgt sich mit den Alberto. Der... Okay, ich habe ab sofort meine 2 neuen gefunden, die ich in den Sumpf tue mit. Produkt wird transportiert. Wenn ich hier noch ein paar, ja, große Viecher hinmache, könnte ich vielleicht hier auch ein, zwei von den kleineren Fleischfressern hinmachen. Die dürfen sich dann nur nicht über den Weg laufen, wenn ich 2 mache. Gut. Ah, scheiße. Ich habe eine Sache vergessen beim Sumpf. Ich frage mich, ob ihr es erraten könnt. Genau.
Die Ranger aus dem Posten. Ich muss die irgendwie hier oben hinstellen und hoffen und beten, dass die drankommen. Oh. Ja, na gut, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Da muss ich doch wohl noch ein bisschen was Der verändern. Baryonyx kommt gut mit verschiedensten Nahrungsquellen zurecht. Aber auch wenn ein Tier anpassungsfähig ist, ist es doch nicht Da muss unsterblich. ich wohl doch wirklich Selbst noch was dieser verändern. Saurier braucht eine sorgsam geplante Umgebung. Geben wir ihm also ein passendes Gehege. So, Deinonychus, Tretno und der Spino ist eigentlich auf das, was ich warte. Transport im Gange. Was mir auch gerade wieder einfällt, das Gehege hier wird doch für den Kanon so zu klein werden. Also ja. Vielleicht mache ich hier auch Kano und Alberto rein, da den Suchomimus und hier den Spino. Das Blöde ist halt, die mögen zwar alle Aasfresser, aber es gibt kaum Aasfresser. Wenn ich hier klein mache, haben wir sehr viele kleine, aber die wirklichen Aasfresser sind nur dieses... Ja, dieses Ding hier, was kein Sumpf ist, der Kompi, der auch nicht wirklich Sumpf ist. Die mit Rodon ist nicht mal ein Aasfresser und die Teile hier sind schon wieder größer als die Aasfresser. Also ja. Ja. Und die Sache ist, wieso ich den Spino auch in den Sumpf runter tue, ist ja wegen dem tiefen Wasser. Komm schon, Spino. Du bist eigentlich der, den ich am liebsten noch sehen will irgendwie. Du kommst nämlich hier hin. Ich hoffe, dass das der Gehege Suchomimus ausreicht. ist ein Aber wenn ich mal furchterregendes so Tier. schaue, Aber keine Sorge, er könnte frisst es hauptsächlich Fisch und zwar ein andere bisschen kleine knapp werden, Beutetiere. aber nicht Wenn unbedingt Sie also nicht schrecklich. gerade in seinem Gehege herumpaddeln, sollten Sie in Sicherheit sein. Aber um es klar zu sagen, ich würde in keinem Sauriergehege paddeln gehen. Niemals. Okay? So, meine Guten, betäubt die mal. Wir müssen noch mal ein bisschen was umplatzieren. Beim Ding. Warte, obwohl. Nee. Du hörst jetzt mal ganz kurz auf wieder. Ich brauche ja das tiefe Wasser und das tiefe Wasser ist das Problem. Na gut, dann lassen wir die doch erstmal da drin. Produkt muss eingesammelt werden. So, Oh, wir haben jetzt eine semi-aquatische Legende vor Ort. Der Spinosaurus wirkt Du an hier. Land bereits bedrohlich, Du aber bist der im Wasser Gute. kommt er erst richtig zur Geltung. Stellen Sie sich vor, wie das ikonische Segel durch die Wellen schneidet, wenn er sich Ihrem Boot nähert. Es fühlt sich an wie etwas aus einem Film. Naja, vielleicht aber auch wie etwas aus einem Albtraum, oder? okay, das mit den Spino hier reicht sogar eins aus. Jetzt müsste ich nur noch Essen hier unten machen. Ich glaube, der mag lieber lebende Beute. Produkt unterwegs. Obwohl, warte mal, ja genau. Die sind doch Fischesser, oder? Ja. Der Deinonychus ist ein beeindruckend großer Ornithomimosaurier Das habe ich oder jetzt ganz vergessen. Straußendinosaurier. Und er hat sicherlich eine leichte Ähnlichkeit mit Ja. Straußen, wenn man seinen Schnabel, seine Federn und seinen langen Hals betrachtet. Ja, Aber das eben sollte, nur glaube eine ich, ja, leichte das ist sogar noch. Ähnlichkeit. Ich habe gewiss noch nie einen Strauß in dieser Größe oder mit solchen Armen gesehen. Hier kommt euer Rückzugsraum jetzt auch einmal hin. Und das Gehege ist viel zu groß. Ich müsste eigentlich definitiv hier noch was bearbeiten. Nee. Das war's nicht. Ja, hier. Diese Wüste ist es. Bestätige Produktzustellung. Und jetzt müsste ich irgendwie wieder hier was machen. Ja. Und was mir gerade auffällt, kann ich das hier noch terraformen? Oh. Nee, nicht wirklich. Ach, das ist die Plattform hier. Das ist die Plattform 100 Pro gewesen. Hier nochmal Intensität und alles hochdrehen. So mache ich nämlich meine ganz schönen Ecken hier.
Aber ja, das war 100% die Plattform. Da muss ich mir doch noch was anderes einfallen lassen, wie ich das Gehege hier ja überwachen werde. Gut, jetzt mal euch. Und ihr wollt anscheinend Fisch. Hier. Kriegt ihr schon mal Fisch. Wieso auch immer. Und hier nochmal Blätterboden. Und machen wir nochmal das hier so ein bisschen. Genau, sieht doch schon mal wieder besser aus. Und ihr habt auch schon 100%. Er hier auch. Und es sind alle wieder glücklich. Na dann schaue ich mal, was ich noch so alles da reinbringen kann, außer den Carno und Alberto. Gut, der letzte Dino kommt jetzt. Mal sehen, was alles noch so passiert. Ich habe mir auch eigentlich mal überlegt, hier rein noch einen Langhals zu machen. Als Hoffnung eigentlich. Produkt wird eingesammelt. So, mal sehen, ob die Iguanodons sich dann noch mit allem verstehen. Und wir können mal bei den Fossilien vorbeischauen. So, Cerato, den müssen wir auch noch irgendwie machen. Nächste Folge, ja, muss ich mal schauen, was da wird. Ob jetzt hier wirklich mal die Wasserdinos werden oder doch die Trockenlanddinos. Früher glaubte man, der Diplodocus wäre das längste Tier, das je gelebt hat. Hier, du. Den Titel hat er zwar verloren, du. aber dieser Saurier ist immer noch bekannt und äußerst beliebt. Das heißt für uns Vielleicht. ein großes Publikum. So, Früchtebaum. Ein wirklich toller Neuzugang. Früchtebaum, hier kriegst das hier schon mal. Ein bisschen weniger, hier. Ihr hier seid jetzt nicht mehr zufrieden, so wie es aussieht. Einfach nur wegen Erwachsenenbestand, gut. Und ihr hier braucht noch den Sumpf. Der Sumpf ist ja da hinten, dann solltet ihr eigentlich auch gehen. Dann habe ich sogar hier. Ja. Mal sehen, ob ihr euch angreift oder nicht. Das wird jetzt noch eine witzige Sache. Die Dino, ja. Wie hieß die nochmal? Wieso ist jetzt hier nicht mehr alles voll? Ich weiß, ich habe zwar jetzt einen zweiten, aber come on. Produkt wurde zugestellt. Bei ihm hier ist alles voll. Bei ihm hier nicht. Ah, oder hast du dein eigenes Platzzeug? Ich will mal schauen, was so noch passiert. Beendet. Ihr hier habt Vogelgrippe. Schön. Das ist ja mal super. Ein bisschen sowas hier kriegt ihr auch noch. Ja, mal sehen, ob sich alles hier noch irgendwie einkriegt. Wir haben übrigens auch bald alles hier endlich mal weg. So, hier könnt ihr auch mal sehen, was ich alles habe. Ankylos, Deinochyros, ich weiß nicht, ob man es ausspricht, Edmontos, Pachys und das neue jetzt noch Iguanodons, die ich hierhin hätte packen müssen. Ich hätte die auf die andere Seite packen müssen, die kommen nämlich, glaube ich, nicht durchs tiefe Wasser. Da muss ich doch hier normales Wasser einmal ganz kurz hinmachen. Ja, okay, dann muss ich hier doch so das machen. Die kommen einfach nicht auf die andere Seite sonst. Also bitte. Ja, aber jetzt kommt die auch deutlich besser hier rüber. Aber irgendwas ist faul mit euch beiden. Und der stirbt gleich. Ja, nee, wenn der stirbt, das ist mir eigentlich auch relativ egal. Den habe ich hier rein eigentlich nur aus, ja. Aus einem blöden Versuch probiert, aber ja, ist nicht so viel geworden, wie ich es mir eigentlich gedacht habe. Ja, komm, einer. Ja, gut so. Du siehst mir aus, als ob du jetzt gleich darüber gehst. Ja, genau, genau. Da drüben ist alles, was ihr braucht. Das sind eure Freunde, die Ankylos. Und ihr mögt doch eigentlich so gut wie alles und jeden. Genau, außer Fleischfresser und den Terry. Ach, ein bisschen wird es noch werden. Ja, ich muss unbedingt hier noch irgendwie hier oben, vor allen Dingen für die Fleischfresser, dann einen Sumpf hinmachen. Das wird noch was. Aber ja, ich glaube, ich werde doch dann mit den, ja, Meerestieren anfangen. Und jetzt kümmere ich mich mal um das hier.
So, hier. Betäuben, bitte. Wer ist Nummer 2? Du bist der Einzige. Und du hast auch Vogelgrippe. Und irgendwas ist hier, genau, du hier. Ja, damit ich alles mal da oben wegkriege, weil alles, was hier angezeigt wird, ist langsam echt, ja, ein bisschen nervig. So, hier. Ich habe doch genügend. Ja, genau. Jetzt mach. Nochmal ein allerletztes Mal losschicken. Zumindest, ich glaube, für die Folge. Mal sehen, was es noch wird. Und, was ich mal nachschauen kann, der Sauriermarkt, den ihr eigentlich noch nie wirklich benutzt habt oder gesehen habt. Ja, also, ich könnte mir für ein bisschen sehr überteuertes Zeug einen Terry holen. Mache ich aber nicht. Weil ich weiß nicht wohin. Dilos, Ceratos und so, ja. Komm, einmal aktualisieren. Ah, ja, genau. Da ist ja noch was. Habe ich euch hier drin eigentlich noch oder nicht? Ja, Tafecharas, Quetzal, Kautsuch. Und die Dimorphodons habe ich rausgemacht. Genau. Oh. Da war ja noch was. Da mache ich hier hinten doch noch so einen kleinen Hügel mit einem dritten Avarium hin. Allein für die Morphodons. Hoffentlich funktioniert's. Hoffentlich. Ja, hier hinten noch so ein Hügel mit die Morphodons. Die sind ja auch, zumindest denkt man, dass die so ein bisschen, ja, bisschen Sumpfgegenden sind eher. Dann kommt hier noch irgendwie wahrscheinlich oben noch ein, zwei Sumpfgegenden hin. Ja, mal sehen, was ich so machen kann. Auf jeden Fall Fleischfresser muss ich irgendwie hier hin machen mit Sumpf. Die größten habe ich. Und ich bin wirklich froh, dass wir die Hauptkreaturen inzwischen abgehakt haben. Wie den Spino, Ankylo und Mann, ey, sieht er hässlich aus so. Ja, hier Carno auch nochmal mit Alberto. Ist doch schön, dass wir das jetzt abgehakt haben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich würde es eigentlich besser finden, würde ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Rückzugsraum mit Sumpf bevorzugt werden. Weil das ist jetzt wirklich einfach nur karge sonst. Aber na gut, dann würde ich sagen, war es das wieder mit der Folge. Wir haben unseren Sumpf jetzt soweit geschafft. Jetzt muss nur noch irgendwie hier oben so ein bisschen Sumpfgebiet hinkommen und dann noch die Dimorphodons. Das wird wahrscheinlich eine andere Folge werden. Nächste Folge würde ich mir vornehmen, die Meeresdinos zu machen. Und ich würde sagen, bis dann.